Welcher Schraubendreher ist der beste Schraubendreher für Laptop-Reparaturen? Es ist eine sehr gute Frage, aber einfach zu beantworten, da der beste Schraubenzieher ist der richtige Schraubenzieher. Ich habe angefangen an diesem Gerät zu arbeiten und dann, was ich habe unten gefunden, habe mich dazu getreibt, diese Video zu machen. Schauen wir an. Also, es kommt sehr oft vor, dass man sein Gerät öffnen will. Zum Beispiel, weil Arbeitsspeicher erweitern möchte oder sauber machen möchte oder nur neugierig, was da drin befindet sich. Und dann nimmt die erste Schraubenzieher, was zu Hause gefunden hatte, und macht die Schrauben kaputt. Wie hier. Oder diese Schraube sieht auch nicht viel besser aus. Oder diese. Hier wurde sogar eins schon ausgebohrt. Nein, nicht ich habe das gemacht. Ist schon so angekommen. Aber alle anderen Schrauben im Gerät ist schon halbwegs kaputt. Ich habe einige Schrauben zusammen gekratzt. Es war nicht sehr schwer, da ich einige tausende Schrauben hier habe. Aber sehen wir, was für Schraubendreher wir benutzen müssen, um möglichst keine oder sehr wenige Beschädigungen am Schrauben zu verursachen. Im Laptop so ungefähr 90% werden Kreuzschlitzschrauben gebaut. Davon gibt es zwei große verschiedene Varianten. Die eine die Philips Schraube, die andere die Posidriv Schraube. Die sind beide Kreuzschlitzschrauben und beide wurden von Philips patentiert. Es ist ein anderer Philips nicht, der unsere Kaffeemaschine und Fernseher hergestellt hatte. Es ist eine sehr alte Schraubenherstellerfirma. Es wird mit 2L geschrieben. Beide bekannteste Kreuzschlitzschraube gehört zu dieser Firma. Ich zeige gleich die Unterschiede. Es ist eine Philips Schraubenzieher, schön keilförmig. Es ist ein Posidriv Schraubenzieher. Es ist so ganz gerade und hat 4 extra Keile drin. Mit Posidriv haben wir im Notebooks nichts zu tun. Man kann vergessen, wenn PZ auf Schraubenzieher steht, das ist nicht unsere Schraubenzieher, was wir brauchen. Auf unsere Schraubenzieher sollen wir PH finden. Die meisten Schrauben im Notebooks sind PH1. Sehr wenige andere Schrauben sind PH0 Größe. PH0. Es ist dasselbe Profil, nur kleiner. Alle diese Schraubenzieher hier sind gleich. Nehmen wir mal einige Beispielschrauben. Die größte Schraubenzieher und eine kleine Schraube. Es passt hier perfekt ein. Wenn man diese Schraube anfängt zu drehen, es sind kaum Plätze zwischen Schraube und Schraubenzieher. Diese gleiche Schraubenzieher passt auch in diese Schraube. So. Unter dem Mikroskop ist es viel komplizierter zu machen.
Diese kleine Schraubenzieher ist das gleiche Größe PH1. Diese passt auch in die gleiche Kreuzschlitz. Dagegen PZ1 passt hier nicht ein. Philips Schraubendreher kleiner. PH0. Es ist die meiste Probleme. Es geht rein und wenn man genug Kraft ausübt, es geht auch so weit auszudrehen. Aber wenn man kein Glück hat, dann wird diese Schraube so rumdrehen und dann am Ende wir verlieren den ganzen Kreuzschlitz. Diese andere große Zeug passt auch hier rein, auch gleiche Größe. Wir nehmen wieder eine andere Schraube. Zum Beispiel diese und die kleine. Wer würde sagen, dass diese zwei Schrauben braucht das gleiche Werkzeug? Aber das ist so. Diese Schraube auch ein PH1 Schraube und die andere offensichtlich kleinere Schraube ist auch. Aber hier alle Schrauben sind PH1. Diese passt auch. Schraubenzieher PH0 macht nur Schaden. Andere Schraubenzieher PH0. Es ist so dreckig, das ist einer meiner ersten Schraubenzieher. Aber es tut dasselbe Probleme und macht die Schrauben kaputt. Also wenn der PH1 nicht passen würde, weil es zu groß ist, weil ein so kleiner Schraubenschlitz haben. Das merkt man sofort, weil der PH1 wird da nicht reinpassen. Dagegen PH0 ist perfekt. Wie hier mit dieser anderen Schraube auch. PH0 macht seine Arbeit. Also, wenn man schon ein Gerät öffnen muss, dann nimmt der größte Philips Schraubendreher, was noch im Schraubenschlitz reinpasst. Und es wird das Richtige. Es sind natürlich andere Varianten auch, zum Beispiel MacBooks mögen Pentalobe-Schrauben zu benutzen. Die haben 5 Keile. Es ist eine andere Größe, als wird bei iPhones eingesetzt. Man findet im Notebooks noch Torx-Schrauben. Die haben 6 Keile. Wenn man aufpasst, welche Schrauben im Gerät hat, dann wird es ohne Beschädigung einfach geöffnet
bitte aufpassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.